erste Schritt der Digitalisierung war gewesen, das, was ich auf dem Papier gemacht habe, in Excel zu bringen. Der zweite Schritt war gewesen, Excel, ja, ist alt. Digitalisierung heißt auch, wir brauchen jetzt Webformulare. Das heißt, überall, wo Excel im Einsatz war, will ich spezialisierte Tools haben. Und der nächste Schritt, und der auch nächstes Jahr sehr relevant sein wird, ist, wie kriege ich das automatisiert? Und die Antwort dafür ist Machine Learning. Das heißt, Machine Learning ist der nächste Schritt der Digitalisierung. Mittlerweile ist es relativ für jeden erschwinglich, künstliche Intelligenz-Applikationen zu machen. Spiele, die Menschen gespielt haben, wo gesagt, nie wird ein Computer das lösen können. Go zum Beispiel. Ja, doch. Es gibt kein Spiel mehr, was ein Mensch besser kann als ein Computer. Was wir 2018 ja auch gesehen haben, war halt so dieses Aufkommen von diesen neuen Sexrobotern. Habt ihr das gesehen? Das ist nicht so spannend aufgrund des Sexes, sondern eher darum, was die für Language Capabilities haben. Also die sind halt in der Lage, krass sozial mittlerweile schon zu interagieren, dich so ein bisschen zu provozieren und halt wirklich eine Art von Anwesenheit einfach verspüren lassen. Und da glaube ich in diesem Bereich, jetzt weniger Sexroboter, sondern eher Language Processing, NLP-Themen, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben ist und dass da sicherlich spannende Themen kommen werden. Ich denke nicht, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren jemand hier im Haus wegen irgendwelchen KI-Geschichten den Job verlieren wird. Im Gegenteil, ich denke, dass das angenehmere Jobs sein werden. In den letzten 100 Jahren gab es immer wieder Phasen, wo man gedacht hat, ja, wir werden obsolet. Erst die industrielle Revolution, dann die digitale Revolution. Und im Endeffekt gibt es immer wieder tolle Jobs. Es ist nur, dass die Arbeit angenehmer wird. Das heißt, viele Jobs, die sehr unangenehm sind, machen inzwischen Maschinen. Das wird auch weiterhin so sein. Was Maschinen aber nicht können, ist halt Intelligenz. Das heißt, alles, was in Richtung Bewusstsein geht, selbstständiges Denken, abstraktes Denken. Es gibt noch keinen einzigen Ansatz in der Forschung, der das kann. Wir werden halt früher oder später sehen, dass halt in klassischen Berufen oder eher in handwerklichen Berufen oder auch in wenig bezahlten Berufen oder schlecht bezahlten Berufen Jobs wegfallen werden. Dann ist halt die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Aber was ich eigentlich wirklich in Gefahr sehe, sind all die Tätigkeiten, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, die eine künstliche Intelligenz irgendwann ersetzen könnte. Und ich denke, es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Herausforderung, damit klarzukommen, dass die alten Jobs, die alten monotonen Tätigkeiten, die wir gemacht haben, mit denen wir unser Lebensunterhalt verdient haben, eines Tages in Gefahr sind, genauso weitergeführt zu werden. Aber das heißt ja nicht, dass der Wohlstand als Gesellschaft automatisch damit auch zugrunde geht. Wir müssen uns dem anpassen. Und ich glaube, wir sollten uns auch dem anpassen, weil es unsere Gesellschaft eigentlich nur verbessern könnte. Ich hoffe eigentlich, dass früher oder später mein Job, zumindest die monotoneren Tätigkeiten meines Jobs auch in Gefahr sind und ersetzt werden können durch eine künstliche Intelligenz. Also ich sehe es eigentlich sehr positiv. Wie man Kabel verlegt, ist nicht immer so einfach. Ein Kabel verhält sich anders als ein steifes Bauteil. Dafür künstliche Intelligenz zu benutzen, um dann zu reagieren, was man nicht vorher programmieren kann, da hilft es uns schon massiv. Und ich glaube, die Jobs werden peu à peu zurückgefahren werden. Wenn man das sieht in der Brauerei, da sitzen teilweise 3 Operatoren drin, bei Warstein habe ich gesehen, und da wird riesen Kessel voll Bier hergestellt und die nehmen eigentlich nur noch Proben. Und ich glaube, das könnte halt auch die Zukunft in dem Bereich aussehen.